Wie ist es möglich, dass eine antike Stadt tief in Sibirien existierte, als andere Kulturen gerade erst den Ackerbau entwickelten? Die Stadt Archaim, verborgen im südlichen Ural und oft als russisches Stonehenge bezeichnet, stellt vieles in Frage, was wir über die Geschichte der Menschheit zu wissen glaubten. Im späten 20. Jahrhundert, als sie von einem sowjetischen Archäologenteam unter der Leitung von Gennadi Stanovich zufällig entdeckt wurde, war die Überraschung groß. Eine hochentwickelte Stadt aus der Bronzezeit, mitten in der rauen, abgelegenen Wildnis Russlands. Archaim, gebaut etwa im 17. Jahrhundert vor Christus, wirft zahlreiche Fragen auf. Wer waren die Erbauer und wie gelang ihnen eine solch fortschrittliche Stadtplanung und Architektur? Die kreisförmige Struktur, die doppelte Ringmauer und die präzise Ausrichtung auf Himmelsereignisse wie die Sonnenwende deuten darauf hin, dass Archaim weit mehr war als nur eine Siedlung. War es vielleicht ein Zentrum für astronomische Beobachtungen oder ein Ort ritueller Zeremonien? Aber die Rätsel um Archaim hören hier nicht auf. In den Überresten der Stadt fanden Forscher wie der Archäologe Konstantin Koff Hinweise auf komplexe Wasser- und Entwässerungssysteme. Eine Technik, die für diese Zeit und Region nahezu unerklärlich erscheint. Diese fortschrittlichen Strukturen ähneln denen der Harappa-Kultur im Industal, die zur gleichen Zeit florierte. War Archaim Teil einer vergessenen globalen Kultur oder ein isoliertes Phänomen? Funde wie die kreisförmige Stadtplanung und das Swastika-Symbol, das in Archaim entdeckt wurde, lassen eine kulturelle Verbindung zu indischen Traditionen vermuten. Auch politisch blieb Archaim nicht unbeachtet. Der Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstrich die Bedeutung des Ortes als nationales Symbol und kulturelles Erbe. Trotz intensiver Forschung bleiben viele Fragen unbeantwortet. Warum wurde die Stadt plötzlich aufgegeben? Gab es klimatische Herausforderungen oder verließen die Bewohner Archaim wegen spiritueller Überzeugungen und Riten? Im Jahr 1987 machte ein Archäologenteam unter der Leitung von Gennadi Stanovich eine unerwartete Entdeckung im südlichen Ural. Eigentlich wollte das Team das Gebiet für den Bau eines Stausees am Fluss Bolschaja-Karaganka untersuchen. Doch ungewöhnliche Erdformationen und geometrische Muster im Boden zogen ihre Aufmerksamkeit auf sich. Diese Funde führten zu systematischen Ausgrabungen. Und was das Team fand, stellte die Geschichte neu auf. Unter der Oberfläche stießen die Archäologen auf die beeindruckend gut erhaltene Struktur einer kreisförmigen Siedlung. Archaim, so wurde die Stadt bald genannt, stammt aus dem 17. Jahrhundert vor Christus und zeugt von einer bisher unbekannten Hochkultur der Bronzezeit. Die konzentrischen Ringmauern und die ausgeklügelte Anordnung sorgten für große Aufmerksamkeit und machten Archaim zu einer der wichtigsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Die Regierung stoppte den geplanten Stausee sofort und stellte Mittel für den Erhalt und die Forschung bereit. Neben den massiven Stadtmauern entdeckten die Forscher eine Vielzahl gut erhaltener Artefakte wie Keramik, Werkzeuge und bronzezeitliche Objekte, die einen Einblick in das Leben der Bewohner ermöglichen. Hinweise auf fortschrittliche Metallverarbeitung belegen das technische Wissen dieser Kultur. Der Forscher Konstantin Koff stellte fest, dass die Archaim-Bewohner Kenntnisse in Astronomie und Stadtplanung besaßen, die eine präzise Ausrichtung und Organisation der Stadt ermöglichten. Diese Entdeckung zeigt, dass die Region schon in der Bronzezeit ein Zentrum menschlicher Aktivität war und regt bis heute neue Forschungen an, die uns mehr über die damalige Lebensweise und das Wissen dieser Zivilisation verraten. Die Architektur von Archaim gilt als Meisterwerk der Bronzezeit und fasziniert Archäologen weltweit. Die kreisförmige Siedlung ist von zwei konzentrischen Ringmauern umgeben, die sowohl Schutz als auch klare Struktur boten. Die äußere Mauer hat einen Durchmesser von etwa 160 Metern, während die innere einen geschützten Bereich von etwa 80 Metern umfasst. Diese Mauern wurden aus Holzbalken und Lehmziegeln errichtet, was Stabilität und Anpassungsfähigkeit in der rauen Umgebung garantierte. Ein besonders bemerkenswertes Merkmal von Archaim ist die genaue Ausrichtung auf die Himmelsrichtungen. Die 4 Haupteingänge sind exakt nach Norden, Süden, Osten und Westen orientiert. Zusätzlich stellten Forscher fest, dass einige Gebäude und Straßen auf die Position der Sonne während Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen ausgerichtet sind. Dieses Detail deutet darauf hin, dass die Bewohner ein fundiertes astronomisches Wissen besaßen und möglicherweise ein Observatorium errichteten, um wichtige saisonale Ereignisse zu verfolgen. Vergleichbar mit dem berühmten Stonehenge oder dem Tempelkomplex von Machu Picchu könnte Archaim eine bedeutende Rolle in rituellen und astronomischen Praktiken gespielt haben. Die Kombination aus funktionalem Design und kosmischer Ausrichtung verleiht der Stadt eine einzigartige wissenschaftliche und spirituelle Dimension. Ob Archaim tatsächlich als Observatorium
diente oder die kosmische Ausrichtung eine tiefere symbolische Bedeutung hatte, bleibt ein spannendes Rätsel. Archaim beeindruckt durch seine technisch fortgeschrittene Infrastruktur, die für eine Bronzezeitkultur außergewöhnlich ist. Ein herausragendes Beispiel dafür ist das ausgeklügelte Entwässerungssystem, das zur Lebensqualität der Bewohner beitrug. In einer Epoche, in der solche Konstruktionen selten waren, schufen sie ein Netzwerk aus Kanälen und Rinnen, die durch die gesamte Siedlung verliefen. Diese Kanäle, die oft mit Steinen ausgekleidet waren, leiteten Regen und Abwasser gezielt von den Wohnbereichen ab und schützten die Stadt so vor Überschwemmungen. Diese fortschrittliche Wasserbewirtschaftung zeigt ein tiefes Verständnis hydraulischer Prinzipien. Vergleiche mit der Harappa-Kultur im Industal zeigen, dass Archaim und Harappa in der Wasserbewirtschaftung und Stadtplanung ähnliche Entwicklungen erreichten. Die Harappa-Zivilisation ist berühmt für ihr Wassermanagement und Archaim zeigt vergleichbare Merkmale. Diese Details unterstreichen das hohe technische Wissen und die sozialen Strukturen, die notwendig waren, um solch ein System zu entwerfen und zu warten. Durch ihre technischen Fähigkeiten zeigten die Bewohner von Archaim, dass sie nicht nur ein Verständnis für Bauwesen und Wassermanagement besaßen, sondern auch eine widerstandsfähige Gesellschaft waren, die sich gut an die Herausforderungen der Umwelt anpasste. Dieses Wissen war entscheidend für ihr Überleben in der rauen Umgebung des südlichen Urals und hebt Archaim als technisches und soziales Meisterwerk der Bronzezeit hervor. Archaim beeindruckt nicht nur technisch, sondern zieht auch spirituelle Suchende an, die mystische Verbindungen zu anderen Kulturen sehen. Die kreisförmige Struktur der Stadt erinnert stark an ein Mandala, ein zentrales Symbol in der hinduistischen und buddhistischen Kultur, das den Kosmos und die Einheit des Universums repräsentiert. Viele glauben, dass Archaim daher eine tiefere spirituelle Bedeutung hatte. Im Zentrum von Archaim, wo sich ein großer Platz befindet, könnten Rituale und Zeremonien stattgefunden haben, ähnlich wie das Mandala als spiritueller Fokus in der Meditation dient. Diese Anordnung lässt darauf schließen, dass Archaim nicht nur ein Ort des Lebens, sondern auch ein spiritueller Treffpunkt gewesen sein könnte. Ein weiteres bedeutendes Symbol, das in Archaim entdeckt wurde, ist das Swastika. In indischen Traditionen steht es für Glück, Wohlstand und die ewige Natur des Universums. Die Anwesenheit dieses Symbols in Archaim könnte auf kulturelle Verbindungen hinweisen oder auf eine universelle Symbolik, die unabhängig voneinander entstand. Solche Parallelen lassen vermuten, dass Archaim Teil eines spirituellen Netzwerks war, das sich vielleicht über weite Teile Eurasiens erstreckte. War dies nur Zufall oder gab es kulturelle Kontakte? Diese Fragen tragen zum anhaltenden Geheimnis und der Faszination um Archaim bei und machen die Stadt zu einem einzigartigen und mysteriösen Relikt der Bronzezeit. Die Aufgabe von Archaim bleibt ein ungelöstes Rätsel der Archäologie. Trotz ihrer ausgeklügelten Infrastruktur und Stadtplanung wurde die Siedlung nach nur wenigen Generationen systematisch verlassen. Die genauen Gründe sind unklar, aber Forscher vermuten eine Kombination klimatischer und wirtschaftlicher Faktoren. Eine verbreitete Theorie besagt, dass die Region in der Bronzezeit klimatische Veränderungen erlebte. Boden- und Pollenanalysen deuten auf intensive Trockenperioden hin, die die Landwirtschaft und die Wasserversorgung erheblich beeinträchtigten. Da die Bewohner von Archaim auf Ackerbau und Viehzucht angewiesen waren, könnten solche Dürreperioden das Leben dort untragbar gemacht haben. Auch Änderungen im Verlauf des Bolschaja-Karaganka-Flusses könnten das Wasser knapp gemacht und die Bewohner gezwungen haben, nach neuen Siedlungsgebieten zu suchen. Zusätzlich könnten Veränderungen im Handelsnetz und soziale Spannungen innerhalb der Sintashta-Kultur zur Aufgabe beigetragen haben. Die organisierte Aufgabe, bei der viele Gebäude abgebaut und Materialien mitgenommen wurden, zeigt, dass die Entscheidung wohl überlegt war. Archaim wurde nicht in Panik verlassen, sondern planvoll aufgegeben. Ein letzter Akt einer fortschrittlichen Kultur, die in der rauen Umgebung des südlichen Urals eine Zeit lang florierte. Archaim bleibt eines der faszinierendsten Rätsel der Archäologie. Diese antike Stadt im südlichen Ural fordert unser Wissen über die Bronzezeit heraus und vereint technische Brillanz mit spirituellen Mysterien. Von der präzisen Stadtplanung und den Entwässerungssystemen bis zu symbolischen Parallelen wie dem Mandala und Swastika. Archaim offenbart eine Gesellschaft, die in vielerlei Hinsicht ihrer Zeit voraus war. Doch trotz jahrzehntelanger Forschung bleiben viele Fragen unbeantwortet. Warum wurde die Stadt so plötzlich verlassen? Spielten klimatische Herausforderungen die entscheidende Rolle oder waren spirituelle Überzeugungen ausschlaggebend? Ist Archaim möglicherweise Teil eines größeren Netzwerks antiker Kulturen, das sich über weite Teile Eurasiens erstreckte? Nun möchten wir wissen, was denkst du über Archaim? Glaubst du, dass es eine spirituelle Verbindung zu anderen Kulturen wie Stonehenge oder Machu Picchu gibt? Oder war Archaim ein isoliertes Phänomen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren und lass uns gemeinsam über die Geheimnisse dieser antiken Stadt spekulieren. Wenn dich diese Reise in die Vergangenheit fasziniert hat, dann abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine weiteren faszinierenden Geschichten über alte Zivilisationen zu verpassen. Archaim ist nur der Anfang.
Anfang. Die Welt steckt voller Rätsel, die darauf warten, gelüftet zu werden. Bleib dran und begleite uns weiterhin auf der Suche nach den Geheimnissen der Geschichte.